Ja, herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen hier aus Beuerberg. Wir haben heute Morgen wieder ein neues Video von euch, ein neues Video für euch natürlich, mit was ganz Besonderem. Bin auch ein bisschen bewaffnet mit ein bisschen mehr Unterlagen hier, weil das hier ist ein Mercedes 290 Cabriolet mit 4 Türen mit einem langen Fahrgestell. Das Auto ist gebaut worden 1934, Autos gab es ja von 1933, waren also sehr modern damals. Auf die technischen Details gehe ich gleich noch ein. 1934 gebaut, und zwar ist das der Direktionswagen der Chlorodont-Werke in Dresden gewesen. Das Tolle an unserem Wagen ist, man kann die Historie hier vollständig nachvollziehen. Das Auto hat zweimal 40 Jahre einen Besitzer gehabt, das sind schon 80 zusammen. Und damals dann die Chlorodont-Werke, wie gesagt, als Direktionsfahrzeug. Ich zeige euch das mal kurz, was das eigentlich war. Also wenn ihr noch Großeltern habt, 30er Jahre, Chlorodont Zahnpasta kannte wirklich jeder, oder Chlorodont Mundwasser, 3 Spritzer genügen. Das war die Firma Chlorodont, finde ich total toll. Die waren Marktführer damals in Europa mit 1500 Mitarbeitern. Und was ich vielleicht auch mal zeigen kann, das ist ihr wunderschönes Betriebsgebäude seinerzeit in Dresden. Hier, schau noch mal, Paul zeigt das noch mal unseren Zuschauern. Das waren die Chlorodont-Werke, also ein richtig tolles, großes Unternehmen. Leider hat es aber im Februar 1945 dann diesen unsäglichen Luftangriff gegeben auf die Stadt Dresden, wo fast alles zerstört wurde, und damit dann auch die Chlorodont-Werke. Damit ist dann der Wagen auch zum Teil untergegangen, ist aber da nicht zerstört worden, ist dann übernommen worden in der russischen Besatzungszone und ist dann weitergegeben. Und das war das Tolle, es war ja dann drüben die DDR, hat dann 40 Jahre dem Mann gehört, der für die Holztransporte, für den Holzexport zuständig war in der DDR. Der hat das Auto 40 Jahre gehabt. Und über den hat dann auch der heutige Besitzer alles erfahren zur Historie zu dem Wagen. Und die ist wirklich interessant. Und ich meine, so ein Auto, da gibt es ja heute viele, die werden in Polen oder in anderen Ländern da aus 2 mach 1, so nach dem Motto, wo man gar nicht mal weiß, wo das Auto herkommt. Hintergrund ist eigentlich, dass diese Autos im Werk Mannheim gefertigt wurden. Es gab ja Untertürkheim und Mannheim. Und Mannheim ist nach einem Bombenangriff verbrannt und damit auch die gesamte Historie. Und das ist hier glücklicherweise alles belegbar. Also das Auto, was ihr hier kaufen könnt, ist nicht nur in einem wirklich ganz fantastischen Zustand, sondern der ist komplett historisch recherchiert, nachvollziehbar und belegt. Der Wagen hat übrigens im Lauf seines Lebens mal einen Unfall gehabt. Und dann hat man sich dazu entschieden, anstelle der 290 Maschine, die ja ein bisschen schwach war, den Nachfolgemotor vom Modell 320 einzubauen. Das heißt, der Wagen hat 3,2 Liter, ist damit 126 Stundenkilometer schnell gewesen mit seinen ungefähr 2 Tonnen. Also 2 Tonnen, 2,1 Tonnen, das wiegt so ein Auto. Und das Tolle ist, der Eigentümer jetzt, der das Auto 40 Jahre besitzt, hat auf jedes Detail geachtet. Der hat sich auf Oldtimer-Märkten überall die richtigen Lampen wieder zusammengesucht. Das sind nicht irgendwelche Nachfertigungen, das sind Originale. Man hat bei der Farbgebung darauf geachtet, dass das Richtung Firma Chlorodont geht. Das heißt, der Wagen ist in jedem Detail so restauriert, dass man sagen kann, so hat er tatsächlich ausgesehen. Ja, so sieht so ein Auto aus. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Wir machen jetzt mal eine schöne Probefahrt bei diesem wunderschönen Wetter mit unserem 290er Mercedes aus dem Baujahr 1934. Folgt mir, geht jetzt los. Auf Schlag ist er da. Und auf den ersten Metern merke ich schon, das ist ein Auto, was absolut gesund ist. Der schaltet sich erste Klasse. Er hat auch ein relativ neuwertiges Getriebe drin, damit er gut fährt. Der Eigentümer, der das Auto die letzten Jahrzehnte besessen hat, hat alles so weit optimiert und verbessert, dass man mit dem Wagen wirklich ganz toll fahren kann.
Also jetzt haben wir gerade unseren ersten Überholvorgang hinter uns. Ich muss sagen, der läuft gut. Man merkt, dass der technisch gepflegt und gewartet ist. Das ist ein Auto, was ihr wirklich sofort einsetzen könnt. Und ich muss sagen, ich bin überrascht. Der zieht richtig gut hoch. Das ist eine Maschine, die richtig gut läuft. Wo wir hier immer, das wisst ihr ja, schon relativ starke Steigungen haben. Er marschiert hier richtig gut hoch. Lenkt sich auch angenehm, hält auch gut die Spur. Von dem Mercedes 290 sind übrigens ab 1933 3.900 Fahrzeuge gebaut worden. Das ist sowas wie die S-Klasse gewesen heutzutage, nur mit einer anderen Geschwindigkeit natürlich. Die Maschine, die 290er Maschine, hat eine Spitzengeschwindigkeit geschafft von 102 Stundenkilometern. Und das war damals viel, also das war so eine magische Grenze. Wenn ein Auto 100 erreichte, das war was ganz Besonderes. Sind auch damals relativ viele Cabriolets gebaut worden, ganz einfach deshalb, weil die Leute haben, wenn das dann genossen, und man ist meistens mit 60, 70 Stundenkilometer unterwegs gewesen, was eine ganze Menge war seinerzeit. Das fahren wir jetzt im Moment auch und ich kann euch sagen, man fährt total gemütlich in diesem Wagen durch die Landschaft. Also so eine Geschwindigkeit liegt im Auto, wenn man da 120, 130 fährt, das haben die Leute damals gar nicht haben wollen. Das war damals nicht möglich, weil ja die Straßenverhältnisse, wie wir sie jetzt hier heute Morgen haben, die gab es auch nicht. Deswegen gab es auch mal 2 Reservereifen bei so einem Auto. Wenn da mal ein Loch im Reifen war, da waren ja Steine auf der Straße und Kopfsteinpflaster, musste das schnell gewechselt werden, das braucht man. Es war also nicht wie heute, aber dafür haben die Maschinen wirklich alles gut gemacht. Und wie gesagt, als dieses Auto damals dann mal einen Unfall hatte, ich glaube, das ist 60 Jahre her, hat man dann eine verfügbare, originale 3,2 Liter Maschine eingebaut. Die tut hier heute immer noch ihren Dienst und die fährt super. Übrigens ist an dem Auto auch die gesamte Technik revidiert worden. Getriebe, Achsen, und das ist von Leuten gemacht worden, die ich selber persönlich kenne, wo ich weiß, dass sie Jahrzehnte sich nur mit diesen Modellen beschäftigen, wo ich weiß, dass sie einen hervorragenden Ruf genießen, weil sie technisch absolut erfahren sind. Die haben Dutzende dieser Autos restauriert und das merkt man einfach beim Fahren von so einem Wagen. Wenn der wirklich in Ordnung ist, sind das sehr schön und gut laufende Autos. Ihr müsst halt eben immer wissen, wer die Hände an so einem Wagen gehabt hat. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also hier waren es jedenfalls kompetente, bekannte Leute. Und der jetzige Eigentümer, der hat seinen Wagen ja 40 Jahre lang gehegt und gepflegt. Und was das Schöne ist bei dem Auto, ist diese wirklich fantastische Geschichte der Firma Chlorodont. Ist bekannt in Deutschland. Wie gesagt, fragt mal eure Großeltern, die kennen das garantiert Chlorodont Zahnpasta. Das ist aber dann in DDR-Zeiten verstaatlicht worden, leider wie alles da drüben. Und man hat dann hier Anfang der 50er Jahre den Firmensitz hier auch neu gegründet in der also in der Westzone hier in der BRD, in Deutschland, Deutschland West. Und diese Firma gibt es heute noch, aber den Namen Chlorodont hat man leider nicht mehr ins Leben gebracht, was ich sehr schade finde. Mir sagt das auch noch was, Chlorodont. Das ist heute eine Firma, die machen auch Mundspülung und Zahnpflegemittel und so. Aber die haben nicht die Berühmtheit wie damals Chlorodont. Die haben 1500 Mitarbeiter gehabt, die waren richtig groß. Ich habe euch ja gerade das Foto des Werkes gezeigt. War Marktführer in Europa und das ist halt deren Direktionsauto gewesen. Ja, ich muss sagen, nachdem wir jetzt die ersten Meter gefahren sind, der läuft ja wirklich wunderschön. Ich glaube, ihr hört schön die Maschine laufen, wie er hier schön Berg jetzt geradeaus fährt, leicht abwärts. Fahren natürlich moderne Autos ein bisschen schneller, aber bei so einem Auto braucht es das eigentlich gar nicht. Also er fährt wirklich toll, er lenkt sich auch gut. Servolenkung gab es natürlich damals keine. Aber bei dem Auto braucht man das nicht. Also ich sag mal, wenn man jetzt so einen 8-Zylinder-Kompressor-Mercedes fährt, den sind wir gestern gefahren, da merkt man deutlich, wie viel mehr auf der Achse liegt bei den 8 Zylindern als hier beim 6-Zylinder. Das ist eine 6-Zylinder-Maschine, die 78 PS leistet. Also man ist mit dem Wagen wirklich wunderschön motorisiert. Man kann jede Ausfahrt mitmachen, wenn man möchte. Und man hat einen ganz, ganz tollen Gebrauchsoldtimer. Und dieser hier, nicht nur Historie, der hat auch wirklich einen vollzüglichen Zustand. Ich habe eine sehr dicke Akte mitbekommen, wo daraus hervorgeht, was alles gemacht wurde mit dem Auto. Und ich kann euch sagen, es ist im Detail gut gemacht worden. Der Eigentümer hat sehr, sehr viele Oldtimer-Märkte besucht und hat sich dann überall, es fehlten am Anfang so diverse Originalteile, hat die sich besorgt und ergänzt. Also alles, was ihr an dem Auto findet, ist Original Mercedes, nicht irgendwie nachgefertigt oder so.
sondern so wie es gehört. Wir zeigen euch das gleich mal. Also es ist wirklich toll gemacht worden. Es gibt nur ganz wenige aus dieser Serie, die gut sind, weil die Autos haben jetzt nicht Millionenwerte. Deswegen sind die oft ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Und es, warte mal, hier Blinker, ne? Oder wo? Ne, da. Er muss überholen. So. Und auch gleich der zweite da oben. Ne? Doch, im zweiten Takt hochzufahren. Er hat immerhin eine 3,2 Liter Maschine, also der Hubraum ist wirklich 3,2 Liter. Ja, jetzt schaut euch mal dieses schöne Armaturenbrett an. Das war klassisch für die 30er Jahre, diese drei großen Instrumente. Hier rechts eine große Uhr, in der Mitte ist der Tacho. Das ist mal von VDO, das ist eine Nachfertigung, der ist zwar im Original so gewesen, wohingegen das scheint mir das Originalinstrument noch zu sein für Benzin und für Öl. Das war klassisch, hier ist die Mittelschaltung, er hat ein Dreiganggetriebe, was auch ein bisschen anders angeordnet ist. 1 ist unten, 2 ist oben, 3 ist wieder unten und rechts ist dann der Schnellgang gewesen, womit man ganz gemütlich 80 fahren konnte, was man auch brauchte mit dem Auto. Übrigens auch wieder die tolle Klimaanlage der 30er Jahre. Auch hier war per Rädchen die Frontscheibe zu lösen und nach vorne zu stellen. Wenn es also wärmer war, dann kam hier der Luftzug durch, es war toll. Damals noch eine relativ kleine Windschutzscheibe, das könnt ihr ja hier sehen, mit Chromrahmen. Hier oben die Scheibenwischermotoren gefasst, die relativ klein waren. Aber man konnte damals auch gut fahren. Also wirklich, man merkt ja auch, dass er hier ganz gut hochzieht. Ne? Also das tut er wirklich ganz ordentlich. Wir haben hier eine sehr starke Steigung, ist halt bei uns so, wir fahren jetzt gerade schon wieder auf 800 Meter hoch von 500. Mal sehen, ob er das im dritten schafft. Nee, lieber nicht. So, im zweiten schafft er das. Aber es ist wirklich steil, also ich kenne eine Menge Radfahrer, die müssen hier hochschieben, weil sie das nicht schaffen. Das war der erste Wagen, den Mercedes gebracht hat mit Einzelradaufhängung und hinten mit Schwingachse. Vorher gab es ja noch die Starrachsen. Also das war damals ein ganz, ganz modernes Auto, wo sämtliche Innovationen von Mercedes, die man Anfang der 30er Jahre entwickelt hatte, seinen Einzug gefunden haben. Und das merkt man auch, dass er relativ gut fährt, relativ modern fährt. Ich kenne Autos mit Starrachsen, läuft das anders. Also könnt ihr mir glauben. Es ist ein Auto, den man wirklich benutzen kann. Also wenn ihr euch das mal anschaut, hier unser 290er auch im Detail, er hat die richtigen Reifen da drauf mit der richtigen Reifengröße. Es gibt ja heute auch Billigprodukte. Er hat das richtig gemacht, das gehört da drauf. Dann schaut euch mal die schönen Felgen an, wie toll das ist. Stahlräder gewesen, gab auch Speichen, aber weniger beim 290er. Aber wie toll lackiert, zweifarbig lackiert. Also man hat hier auf jedes Detail geachtet. Schaut mal hier vorne die Positionslampen Bosch mit den Originalstempelchen drin. Das ist vollkommen original und in einem fantastischen Zustand. Das gleiche gehört die Lampen. Da hat er mir erzählt, der Besitzer, muss da ewig nachsuchen. Die hatten vorne so einen Stern drauf. So sehen die richtigen Mercedes-Lampen aus der Zeit auf. Die sind heute auf den Modellen kaum noch zu finden. Hier oben der Originalkühler mit der Originalplakette, der Originalstern, ganz was Seltenes. Also nicht die Wackelsterne, die es in den 80er Jahren gab, die dann heute teilweise draufgesetzt sind, weil der Originalstern nicht mehr da ist. Also jedes Detail, auch hier vorne, schaut euch mal diese tolle, den tollen, wie nennt man, also Fernstrahler oder wie nennt diese, Zusatzscheinwerfer, genau, nennen wir es mal Zusatzscheinwerfer. Dieser tolle Originalzustand, ist also wirklich alles da und das finde ich sehr schön, das hat mir auch Freude gemacht bei dem Wagen, als ich mir den das erste Mal angeguckt habe, der stand in einer sehr schön gestalteten alten Scheune, das passte total und dann dieser fantastisch originale Zustand, das ist sehr, sehr selten. Auch die Stoßstangen vorne, das sind die richtigen, die da drauf gehören, guckt mal hier. Nicht nur in welch toller Qualität die sind, sondern die sind völlig authentisch. So muss ein Mercedes 290 aussehen. Das gleiche gilt für den Fensterrahmen hier oben aus Chrom. Auch in einem wirklich top erhaltenen Zustand, so gehört es. Chromscheibenwischer, also alles richtig. Hier die großen Flügeln. Hier sind ja die Reserveräder drauf, die man damals einfach brauchte, weil man öfter mal Luftprobleme hatte, weil man Platten hatte mit so einem Auto. Dann die langen Trittbretter, übrigens interessant. Damals zu der Zeit gingen noch die Türen nach vorne auf, nannte man ja auch Selbstmördertüren, das war nicht ganz ungefährlich. Und hier zeigt sich dann diese ganz tolle Lederinnenausstattung.
Ist schon ein bisschen wieder abgewetzt, die ist 30 Jahre alt, aber schaut mal, das ist exakt das Leder, das hat exakt so ausgesehen bei dem Auto. So ist der Wagen bewegt worden und das ist so wunderschön patiniert, da könnte man meinen, das ist authentisch. So, hier vorne übrigens Karosserie, das ist auch noch da mit der Karosserienummer. Damals gab es eine Fahrgestellnummer und eine Karosserienummer, das ist die originale Mercedes-Benz Karosserienummer. Langes Fahrgestell, deswegen Werk Mannheim und deswegen gibt es da, weil das ganze Archiv bei der Bombardierung mit verbrannt ist, die Unterlagen nicht mehr. Das ist schade und da liegt auch der Grund, weshalb viele dieser Autos gefälscht werden. Und glücklicherweise haben wir bei dem Wagen die gesamte Historie. Also der hier ist nicht gefälscht, das ist ein echtes 290 Cabriolet D. Übrigens D, das muss ich vielleicht mal erklären. D heißt immer 4 Scheiben lang und diese 4 Sitze. Das ist ein D-Cabriolet. Wenn ihr ein B-Cabrio habt, dann sind die Scheiben nur so lang hinten und dann hat er nicht diese Länge. Also man kann auch sehen, wenn er mal hier hinten reinschaut, da konnte man vom Chauffeur wirklich bewegt werden. Guck mal, wie viel Fußraum der Wagen hat. Daran ist ein langes Fahrgestell zu erkennen. Da hat der Chef von Chlorodont hinten gesessen, hat sich dann fahren lassen. Diese schöne originale Haltestange ist auch dort. Und es ist ein großes Verdeck da, aber so ein Wagen ist man gerne offen gefahren. Und da sieht man auch so ein bisschen, wie das in der Zeit damals war. Damals sind die Leute nicht schnell gefahren, die sind eher langsam gefahren. Deswegen gibt es viel mehr Cabrios als geschlossene Limousinen, die ja auch gebaut wurden. Ja, wenn man sich jetzt das Heck des Autos anguckt, ein verhältnismäßig kleiner Kofferraum, das könnt ihr hier sehen. Auch wieder diese ganz tolle, völlig originale Stoßstange, Rückfahrscheinwerfer, die leuchten, das sind die, die da drauf gehören. Und es geht hin bis zu dem D-Zeichen. Finde ich total toll. Das ist das originale D-Deutschland-Schild aus dieser Zeit. Hier oben beleuchtet, so von innen. Da ist ein kleiner Ritz, ein Schlitz, dass das beleuchtet war. Das ist also nicht aufgeklebt. Das ist das richtige Zeichen. Das gehört original auf so einem Auto. Hier hinten war der Tank. Der Wagen hat einen 70-Liter-Tank. Hier mit Stern oben drauf. Da sieht man, dass der schon alt ist, dieser Tankverschluss. Aber es ist der Original, das ist der echte. Ja, also schaut euch mal den Wagen an. Ich finde, das Auto ist wirklich ein Gedicht. Das ist aus meiner Sicht der schönste 290er, den ich bisher gesehen habe in meinen 35 Jahren Berufsjahren. Weil er ist wirklich toll. Der fährt auch so, wie er aussieht. Und man merkt, dass immer Leute da sich um den Wagen gekümmert haben, die auf jedes Detail geachtet haben. Das Auto war immer in guten Händen. Und das zeigt sich bis heute. Das ist übrigens interessant, der Wagen hat einen ganz großen FIFA-Pass. Das kann ich euch gleich mal zeigen, wo das alles belegt ist. Ich hole das mal aus dem Auto. Kleinen Moment. So, haben wir extra kopiert. Also wie gesagt, hier ist der FIFA-Pass. Da gibt es ja dann immer so ein Bild, das ist da unten drin. Aber jetzt auf den nächsten Seiten, und das finde ich so toll, ist die ganze Historie beim FIFA-Pass auch aufgelistet und dokumentiert. Ich glaube, die ganzen anderen Autos, die heute im Angebot sind, muss man leider sagen, da wisst ihr nie, wo der Wagen herkommt. Schaut mal hier, das ist alles aufgeschrieben, wo es registriert war, wer es besessen hat. Hier 34 bis 1940, Leo-Werke, Chlorodont, dann ein Arthur Schlesinger bis 48 in der russischen Verwaltungszone, dann 48 bis 85 in der DDR. Der Mann, Herr Trautmann, der für die Holztransporte in der DDR, für die Holzindustrie zuständig war und dann hat ihn jemand 3 Jahre woanders noch gehabt und ab da dann schon, ab 1989, der heutige Besitzer oder seit 1988 sogar. Und das ist natürlich toll. Und der hat glücklicherweise das Auto richtig verstanden und hat ihn in einen Zustand versetzt, der dem seinerzeitigen Auslieferungszustand, mal abgesehen von der Maschine, absolut entspricht. Und mit dem Motor, das finde ich gut, weil die 290-Maschine war wirklich ein bisschen schwach. Es gab ja ab 1937 dann den Nachfolger, den 320er Mercedes, und den Motor hat das Auto. Ja, ich würde mal sagen, ich fahre jetzt noch ein bisschen, dass ihr mal sehen könnt, wie wunderschön der läuft, wie toll der in die Landschaft passt. Also was mich hier überrascht bei dem Wagen, wie leicht er sich handhaben lässt. Der ist wirklich alltagstauglich, der schaltet sich super gut, der bremst schön, er hat ja schon diese modernen, für seinerzeit moderne hydraulische Bremsanlage. Die gab es ja vorher so nicht, da musste man viel fester reintreten.
Also der Wagen funktioniert, die Lenkung ist relativ leicht zu handhaben. Das ist ein total schöner Alltagsklassiker, Oldtimer. Übrigens, by the way, ganz interessant mal für euch, ich habe gestern Abend eine Fernsehsendung gesehen. Im Moment wird ja sehr viel über Umweltschutz diskutiert und über Benzin und über Verbrenner. Und mittlerweile gibt es ein Verfahren, wo man Wasserstoff direkt einspritzen kann in Verbrennermotoren. Das ist also mittlerweile technisch möglich. Das funktioniert. Sie haben halt das Problem, wo bekommen Sie im Moment den ganzen vielen Wasserstoff her? Das kann man aber auf jeden Fall machen. Das heißt also, Verbrennermotoren wird es weitergeben und man kann, wenn man das hinbekommen hat, wenn man die ganzen Ressourcen hat, um den Wasserstoff zu produzieren, und dabei ist man im Moment, wird es so sein, dass ihr so ein Auto in absehbarer Zeit emissionsfrei bewegen könnt. Also genauso wie mit der Atomkraft hat es ja plötzlich eine ganz andere Entwicklung gegeben, ist das jetzt auch mit Verbrennungsmotoren. Das heißt, dass die gesamte Herstellerkette, wie sie heute existiert, das kann alles erhalten bleiben. Die Motoren können weiter produziert werden, die Motoren können auch weiter gefahren werden. Und wie gesagt, es bedarf nur einer relativ geringfügigen Modifikation und man kann Ottomotoren modifizieren, Otto- oder Dieselmotoren, und fährt damit Wasserstoff. Also das ist möglich, und nur mehr Leute das machen, umso günstiger wird auch dieses Verfahren. Technisch auf jeden Fall ist es möglich, habe ich gestern Abend im Fernsehen gesehen. Und dann so eine Sorge hat man auch immer gehabt, dass man nachher diese alten Antriebsquellen, die es bisher gegeben hat, nicht mehr gebraucht oder nicht mehr verwenden kann. Dem ist nicht so. Technisch ist das sehr wohl möglich. Also das sei mal erwähnt. Übrigens, unser Auto hat ein ZF-Getriebe, relativ modern. Ich fahre jetzt hier mal einen Berg runter auf Motorbremse. Er ist dann natürlich laut, aber machen tut das astrein. Also wirklich astrein. Er schaltet sich gut, er fährt wunderbar. Ein richtig schöner Mercedes, Anfang der 30er Jahre, in einem tollen Zustand. Schaut euch mal an, wie schön diese Schnauze von dem Auto ist. Welches schöne Gefühl man hat von Oldtimer, wenn man den Wagen bewegt. Jetzt will ich mal gucken, Schnellgang. Das sollte der Schnellgang sein. Das geil, Drehzahlmesser hat er gar nicht. Ne? Nee. Drehzahlmesser hat man diesen Autos damals nicht gegönnt. Die gab es erst beim 8-Zylinder-Kompressor. Bei dem Wagen gab es kein Drehzahlmesser. Übrigens, ein Auto verbraucht irgendwie so 15, 16, 17 Liter. Super Benzin, ein bisschen mit Zusatz. Das gibt es ja an jeder Tankstelle. Also er ist wirklich unproblematisch zu bewegen. Hier vorne übrigens ist der Blinker. Das ist die Beleuchtung. Hier kann man Gas einstellen. Choke für den Start. Und hier die Zündanlage habe ich euch ja schon mal gezeigt. Hier die netten Sonnenblenden hier oben, auch ganz original in Chrom eingefasst. Plastik, die schönen dicken Bakelit-Lenkräder, das ist auch das originale Lenkrad übrigens noch, mit dem seinerzeit üblich verwendeten Mercedes-Logo, Mercedes-Benz. Also fahren tut er wirklich toll. Aber macht mir Spaß, das Auto zu bewegen. Man genießt total die Landschaft, das kann man sonst in modernen, schnellen Autos kann man das gar nicht. Aber die Art und Weise der Fortbewegung in so einem Auto, man bekommt ganz andere Eindrücke und das hat ganz andere Genüsse als in einem modernen Auto. Man ist noch viel mehr in der Natur unterwegs und es stellt sich ja die Frage, warum eine Firma wie Daimler-Benz nicht eine Produktionslinie aufbaut, wo es auf dieses Genießen der Umwelt ankommt. Man kann das ja auch alles technisch modern lösen, aber halt eben noch die alten Materialien verwenden, das alte Design vielleicht. Ich glaube, da würde es sehr, sehr viele Fans für geben, die sagen, die alte Mercedes-Qualität, die möchten wir gerne haben, die wünschen wir uns. Und auch diese Art hier der Fortbewegung, das ist einfach toll. Das ist für mich Entspannung, das macht mir total Spaß, so einen Wagen so zu fahren. Es vermittelt einem Gefühl, was mir normale Autos nicht vermitteln. Wunderschön ist das, wunderschön. In einem modernen Auto ist man immer irgendwie gehetzt, abgeschirmt von der Umwelt. Hier kann ich die frische Luft atmen, ich sehe die schöne Landschaft um mich herum. Und die Art und Weise des Autofahrens fordert mich auch ein bisschen und das ist gar nicht schlecht.
Also es ist ein Auto, was man erlebt. Man erlebt das besser. Warum schafft man nicht eine Hochqualitätslinie mit ganz tollen Formen, wo nicht mehr der CW-Wert wichtig ist, sondern das Ambiente, Style dieses Fahrzeuges? Also ich glaube, da würde es ganz, ganz viele Fans für geben. Und ich glaube, solche Autos könnte man ganz toll weiterverkaufen auch. Und natürlich die Dinge, wo sich die Technik wesentlich weiterentwickelt hat, das könnte man ja ändern. Da könnte man ja moderne Helfer so weit einbauen, dass das optisch überhaupt nicht zu sehen ist. Aber mit so einem schönen Sound, also vermittelt einem tolles Gefühl. Übrigens merkt man, dass der Wagen keine Starrachs mehr hat. Er lenkt sich ganz anders als ein Starrachsauto, er fährt sich anders. Also die Einzelradaufhängung hat das sehr viel gebracht. War ja 1933 eine absolute Neuerung. Daimler-Benz war auch damals innovativ ganz vorne. Ist ja dann sogar zum Schluss bis zum Mercedes 770 zum Einsatz gekommen. Macht Spaß zu fahren, so ein altes Auto, ne? Ich weiß nicht, wo die Drohne ist. Ja, also wirklich eine tolle Probefahrt. Es macht sehr viel Spaß mit dem Auto. Vor allem, weil man merkt, dass der technisch in einem hervorragenden Zustand ist. Er hat genügend Kraft mit seinen 72 PS, er schaltet sich gut. Das moderne Getriebe, das macht sich sehr positiv bemerkbar. Ich habe ja gesagt, eine Dreigangschaltung oben rechts mit Schnellgang. Ja, Platz hat man hier vorne auch genügend auf den Sitzen. Ich habe die nicht mal ganz nach hinten gefahren. Der Wagen hat dank des langen Fahrgestells auch wirklich viel Platz. Er ist halt nicht ganz so breit wie ein 45er, aber kostet dafür ja auch deutlich weniger. Der Wagen hat ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn euch das interessiert, ruft mich an, kommt mich besuchen in Beuerberg. Dann machen wir auch gerne mal eine Probefahrt. Ihr könnt ja jetzt schon im Film sehen, wie wunderschön der Wagen läuft. Ja, schaut euch mal an, welches schöne Fahrzeug hier vor dieser alten Kapelle, vor dieser 600 Jahre alten Linde steht. Wie aus der Zeit gefallen damals, traumhaft. Also nach meinen 35 Jahren verkauft von Oldtimern und Sportwagen ist, glaube ich, das der schönste 290er, den wir je gehabt haben. Der Wagen ist dermaßen authentisch, farblich ganz, ganz gelungen gemacht. In Anlehnung an die Farben von Chlorodont damals etwas. Echt eine schöne, gemütliche Probefahrt heute Morgen in einem 92er Mercedes. Das ist einer der Gründe, weshalb mir mein Beruf wirklich Spaß macht. Ich mache das jetzt so lange und immer wieder diese schönen alten Autos, das zeigt mir jedes Mal wieder Flair der damaligen Zeit. Und ich sage mal, ich bin ja noch ein bisschen älter, ich bin jetzt 60, aber das genieße ich richtig. Also sowas macht mir richtig Spaß, das entschleunigt einen. Ja, man muss natürlich immer dran denken, Sicherheitsvorkehrungen wie heute gibt es nicht in so einem Auto. Der hat keinen Airbag, der hat keinen ABS. Diese ganzen Sicherheitssysteme und elektronischen Helfer gibt es nicht. Man muss also entsprechend aufmerksamer fahren und man muss wissen, dass das so ist. Aber man kommt damit zurecht. Also man fährt ja nicht schnell mit so einem Wagen. Man will ja kein Rennen fahren, sondern ich fahre so ein Auto immer, um Historie einzuatmen, alte Zeit. Das macht mir total Spaß. Und das ist heute also ganz besonders der Fall, weil wir so einen schönen Tag haben, es ist nicht mehr so heiß, wir haben 20 Grad vielleicht. Also einfach wirklich traumhaft, diese Landschaft zu genießen, und das kann man in so einem Auto ganz besonders. Ja, wunderschön. Im Spätsommer noch mal hier ganz in Ruhe bayerische Straßen zu bewegen mit so einem tollen Auto. Wir haben es ja öfter mal, dass es dann auch mal zu technischen Problemen gibt oder dies oder das, der läuft astrein hier. Das Auto läuft wirklich ganz, ganz toll. Der ist 100% einsatzfähig mit seinen 6 Zylindern. Das hat ja Mercedes groß gemacht, dass man wusste, Mercedes baut die besten Autos, qualitativ höchstwertig.
Und das spürt man bei dem Wagen hier auch. Und dann noch dieses schöne Leder, was auch schon wieder ein bisschen älter ist. Also ist wirklich toll. Also wenn da jetzt ganz neues Leder drin wäre, es gibt ja heute auch gar nicht mehr diese Ledergerbverfahren, die sind ja gar nicht mehr erlaubt. Das ist aber hier noch das alte rosa Leder, was schön stabil und fest ist. Ist einfach viel besser, hält auch viel länger und gibt eben dieses schöne Gefühl der Authentizität so im Auto. Vor allen Dingen, das ist hier 30 Jahre alt schon wieder und im vorzüglichen Zustand ist leicht ein bisschen abgewetzt, abgeschabbt, aber das muss so sein bei so einem Auto. Da muss man zweimal überlegen, ob das noch das erste Leder ist oder nicht. Ja, jetzt nähern wir uns unserem Stammsitz Beuerberg. War eine Probefahrt, die mir echt total Spaß gemacht hat. Ich habe das echt genossen eben gerade. Und wir sind ungefähr, ich schätze mal 20, 25 Kilometer gefahren. Also ich kann euch sagen, der Wagen, der läuft wirklich vorzüglich. Das ist ein ganz, ganz toller Wagen. Und jemand, der einen ganz tollen Gebrauchsklassiker haben möchte, mit einer tollen Geschichte in einem authentischen Zustand, der liegt hier genau richtig. Ich glaube, den könnt ihr überall einsetzen. Er hat einen lückenlosen FIFA-Pass, der sogar nicht nur einseitig ist oder mehrseitig. Das ist ein wunderschöner Wagen. Also wenn ihr Interesse habt, ruft mich gerne an. Ich kann euch den Wagen wirklich absolut empfehlen. Das ist ein ganz toller Wagen. Ich glaube, ein 290er oder Modell 320 in der Qualität gibt es nicht am Markt. Da bin ich mir sicher. Und auch der jetzige Besitzer ist nicht ganz unbekannt. Das hat einen Grund, warum gerade er so ein Auto besessen hat über Jahrzehnte. Und ja, so jetzt haben wir für euch mal die Maschine geöffnet, die Motorhaube geöffnet. Also schaut mal rein, das ist die originale 3,2 Liter Maschine. Da sieht man natürlich, ist ein Vorkriegsprodukt. Die danach im Krieg haben ja etwas anders ausgeschaut. Da der Anlasser, Lichtmaschine, Lenkung hier vorne. Originaltypenschilder könnt ihr da oben sehen. Daimler Motorengesellschaft, Aktiengesellschaft auch vorhanden. Und hier unten haben wir übrigens auch Karosserieschild ist auch am Fahrzeug. Also alle Details sind wirklich da vorhanden, die es braucht. Jetzt vielleicht hier vorne nochmal, da möchte ich gerne mal darauf hinweisen. Schaut euch mal diese schönen Türverkleidungen hier an. Schaut euch mal hier die Zuziehgriffe, schön fein mit Leder ummantelt, so war das. Der Chrom ist vorzüglich. Diese schön designten Fensterkurbeln, hier ist der Griff, um die Tür vorne aufzumachen. Also das zeigt sich alles wirklich in einem tollen Zustand. Das habe ich schon viel, viel schlechter gesehen. Vieles ist original, man merkt, dass sie schon abgegriffen und benutzt sind, aber nicht kaputt und alles authentisch und so, wie es gehört. Also wirklich wunderbar gemacht, kann man nicht anders sagen. Ja, unser Mercedes 290, echt ein richtig schöner Wagen. Ja, das war unser Film von Mercedes 290 Cabriolet Lang aus dem Jahr 1934. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Ich freue mich schon auf den nächsten Film. Ich darf mich also verabschieden. Wenn ihr Lust habt, schaut immer mal bei uns rein. Gibt immer was Neues. Alles Gute, bis bald. Euer Stefan Luftschütz und ciao.